Willkommen beim Meilencoach. Mitte März haben die DKB Bank und Miles & More eine schlechte Nachricht an uns Meilensammler gesendet. Per sofort gibt es keine Meilen mehr für Kontoaufladung bei Finanzdienstleistern wie Revolut und Co. Umso wichtiger ist es nun, andere Möglichkeiten auszuschöpfen, um sein Meilenkonto gut zu füllen. Ich habe mir die aktuellen Angebote im April angesehen und die besten für euch herausgesucht. Ihr findet sie gleich im Anschluss an das Intro. Es ist immer gut, viele Meilen auf dem Konto zu haben. Im April könnt ihr wirklich ein paar tolle Schnäppchen für den Sommer machen. Zwischen dem 15.07. und 30.08.24 könnt ihr die Business- und Premium Economy Class von Lufthansa und Swiss auf der Langstrecke genießen und dabei einen extrem hohen Gegenwert für eure Meilen erreichen. Ich habe Deals gefunden, die einen Wert von über 50 Euro pro 1000 Meilen bzw. über 5 Cent pro Meile erreichen. Wenn man bedenkt, dass die meisten Prämien bei eher mäßigen 3 bis 4 Euro pro 1000 Meilen liegen, ist es das 16- bis 17-fache. Nice, oder? Schaut euch das an. Ich wünsche euch viel Spaß und tolle Deals. Noch bis Ende Mai gibt es 4-fache Meilen für Umsätze mit der Miles & More Kreditkarte, wenn ihr sie außerhalb Europas einsetzt. Das lohnt sich bei der Business-Variante besonders, da ihr dann für 1 Euro 4 Meilen gutgeschrieben bekommt. Da sind die Auslandsspesen zu vernachlässigen. Bundle & Go hat im April ein neues Angebot. Ihr könnt dort Miles & More Meilen in verschiedenen Paketen kaufen und bekommt dann 40% mehr als sonst. Falls ihr für einen größeren und lohnenden Prämienflug viele Meilen benötigt, dann kann ich euch zum Large-Paket raten. Da bekommt ihr für 1.750 Euro 140.000 Meilen. Das entspricht dann 12,50 Euro für 1000 Meilen. Das ist okay, aber nicht wirklich gut. Besser ist vielleicht das folgende Angebot. Premium-Abo der Welt. Neukunden erhalten noch bis Ende April 70.000 Meilen bei Abschluss eines Abos. Das kostet 792 Euro und bedeutet somit, dass ihr für 1000 Meilen gerade mal 11,37 Euro zahlt. Das ist ziemlich gut. Weiterer Vorteil? Die Meilen werden euch gleich bei Zahlungseingang gutgeschrieben. Im April könnt ihr die Business Class von Lufthansa und Swiss auf der Langstrecke von Deutschland zu günstigen Konditionen buchen. Zumindest verspricht das die Werbung. Gibt es aber auch Plätze? Und wann? Lohnt sich das dann auch am Ende? All das beantworte ich dir im Folgenden. Sehen wir uns als erstes Toronto an. Bis Ende April könnt ihr diese Strecke als Meilenschnäppchen buchen und dann theoretisch zwischen dem 15.07. und 30.08. vergünstigt abheben. Toronto ist zurzeit ein besonderes Ziel. Es ist die zweite Strecke, auf der Lufthansa die neue Allegris-Kabine einsetzen möchte. Das soll im Spätsommer erfolgen. Mit etwas Glück seid ihr dabei. Tatsächlich gibt es Ende Juli ab München Verfügbarkeiten für den Hinflug und Anfang August wieder zurück. Ist das ein guter Deal? Neben 55.000 Meilen sind noch 651 Euro Steuern zu bezahlen. Will man dieses Ticket kaufen, werden gut 3.100 Euro fällig. Man spart also mehr als 2.450 Euro und erzielt somit den hervorragenden Gegenwert von fast 45 Euro je 1000 Meilen. Ein No-Brainer, wenn man dort mal hin möchte. Das nächste spannende Ziel für 55.000 Meilen in der Lufthansa Business Class ist Montreal. Auch hier kommt ein Airbus A350-900 zum Einsatz, aber noch in der alten Business-Kabine. Wie sind die Verfügbarkeiten? Ich konnte beispielsweise wieder Ende Juli ab München Plätze finden und Rückflug nach ca. einer Woche Anfang August. Genug Zeit für einen ausgedehnten Städtetrip. Es werden 657 Euro Steuern fällig. Ein gekauftes Ticket gibt es auch um 3.100 Euro, sodass ihr mit diesem Ticket einen ähnlich hervorragenden Deal macht. Satte 45 Euro je 1000 Prämienmeilen. Sehr nice. Für Boston wird ein Meilenschnäppchen mit der Swiss ab Deutschland angeboten. Für 55.000 Meilen kann man die Schweizer Business Class erleben. Gibt es auch Verfügbarkeiten? Zunächst sah es so aus, als ob man die normalen 112.000 Meilen ausgeben muss, wenn man ab München, Frankfurt oder einem anderen deutschen Flughafen aufbrechen möchte. Swissview wurden mir praktisch nicht angeboten. Dann mal ab Zürich checken. Da wurde ich fündig. Anfang August kann man von Zürich für 55.000 Meilen und 696 Schweizer Franken Steuern nach Boston in der Business fliegen. Da ein gekauftes Ticket satte 3.700 Schweizer Franken kostet, ist die Ersparnis enorm. 3.000 Franken. Der Gegenwert von 1.000 Prämienmeilen beläuft sich somit auf hervorragende 55 Franken. Sofort zuschlagen, falls das in die Planung passt. Wie sieht es mit Business-Class-Tickets nach New York aus? Auch hier wird die Lufthansa-Tochter Swiss ausgelobt. Aus Deutschland soll es für 55.000 Meilen in den Big Apple gehen.
Zunächst sah es so aus, als ob der Volltarif von 112.000 Meilen zu zahlen sei. Wählt man aber einen reinen Swissflug ab Frankfurt mit Umstieg in Genf, dann wird einem plötzlich doch das Meilenschnäppchen für 55.000 Meilen und 728 Euro angeboten. Schon etwas merkwürdig. Okay, lohnt sich das? Das gleiche Ticket gekauft kostet immerhin knapp 2.500 Euro. Somit liegt die Ersparnis bei gut 1.750 Euro und man erhält für 1.000 Meilen einen Gegenwert von sehr guten 32 Euro. Kann man absolut machen. Will man seinen Flug nach JFK von Zürich aus starten, dann kann man das Meilenschnäppchen auch nur mit Umstieg in Genf buchen. Die Gebühren sind mit 746 Schweizer Franken etwas höher. Dafür kosten die Tickets auch deutlich mehr. Für gekaufte Tickets in der Schweiz würde man 3.057 Schweizer Franken zahlen. Mit einem Prämienticket spart man also satte 3.000 Franken und erzielt den super Gegenwert von 54 Schweizer Franken je 1.000 Meilen. Schnell buchen! Endlich gibt es auch wieder mal ein Meilenschnäppchen nach Asien. Ab Zürich kann man mit Swiss Premium Economy nach Shanghai aufbrechen. Ihr fliegt gute 11 Stunden in einem Airbus A340-300. Mit 55.000 Meilen und 516 Schweizer Franken seid ihr dabei. Ich habe Verfügbarkeiten zum Beispiel im August gefunden. Ist das auch ein guter Deal? Ja, ein hervorragender sogar. Gekauft würde das Ticket glatt 3.400 Schweizer Franken kosten. Mit dem Prämienticket spart ihr euch stolze 2.900 Franken und erhaltet somit einen wirklich super Gegenwert von 42 Franken je 1.000 Meilen. Wenn euch Shanghai interessiert, dann zögert nicht lange. Aus Österreich sollte der Shanghai-Deal mit der Swiss eigentlich auch für 55.000 Meilen buchbar sein. Leider habe ich aber nur Flüge zum Volltarif, zum Beispiel mit der Austrian für 105.000 Meilen und 436 Euro Gebühren gefunden. Natürlich nicht ganz so interessant. Wie sieht es mit Abflügen aus Deutschland aus? Ähnlich mau wie aus Österreich. Weder ab Frankfurt noch ab München wurden mir vergünstigte Verbindungen mit der Swiss angezeigt. Nur der Volltarif mit der Lufthansa oder mit der Austrian. Wenn ihr also nach Shanghai wollt, dann fliegt am besten ab Zürich. Wer mal nach Almaty in Kasachstan möchte, kann für 55.000 Meilen ab Frankfurt oder München dorthin reisen. Ab Frankfurt fliegt man in einem Airbus 340-300 in der Premium Economy. An Steuern und Gebühren fallen dann noch ca. 470 Euro an. Lohnt das? Mit einem Prämienticket spart ihr 820 Euro. Ein gekauftes Ticket kostet knapp 1.300 Euro. Somit erzielt ihr einen mittelmäßigen Gegenwert für 1.000 Meilen in Höhe von gerade mal 15 Euro. Ich würde dann wohl eher das Ticket kaufen und mir die Meilen aufsparen. Wenn du weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden möchtest und meinen Kanal unterstützen magst, dann würde ich mich über dein Abo und einen Daumen hoch freuen. Falls du mir sogar eine Kleinigkeit für meine Arbeit zukommen lassen möchtest, dann kannst du das mit einem Super Thanks tun. Herzlichen Dank dafür. Ich werde dich weiterhin mit allen News und Miles und More versorgen, dich auf tolle Prämienflüge mitnehmen und dir spannende Reiseziele näher bringen. Sei gespannt auf mehr. Liebe Grüße vom Meilencoach.